Ahoi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Kurt und heute zeige ich euch, wie ich diese Pokémon Trading Card Game Spielunterlage gebastelt habe. Dafür habe ich eine 3 cm starke Styrodurplatte genommen, beziehungsweise Einzelteile davon. Ein ganzes Stück hatte ich nicht mehr. Die Einzelteile habe ich mit Heißkleber verbunden, sodass ich eine Unterlage in den Maßen 70 x 30 erhalte. Dieses Element, wo die kämpfende Karte aufgelegt wird, besteht aus 3 Schichten Moosgummi. Der blaue Moosgummi ist 4 mm stark und der schwarze 5. Auch für die 5 Bank-Pokémon habe ich wieder 4 mm starken Moosgummi genommen und diese einzelnen Steinplatten, die links und rechts aufgeklebt werden, bestehen ebenfalls aus 4 mm starkem Moosgummi. Die übrig gebliebenen Moosgummireste habe ich ebenfalls mit Heißkleber auf den Moosgummi-Grundplatten befestigt. Dann habe ich das Seil geschnappt, bin damit auf den Balkon gegangen und mit einem Feuerzeug bin ich diese Öffnungen nochmal nachgefahren. Dadurch schmilzt das Styrodur und somit erhalten wir Platz, um später die künstliche Lava einzufügen. Außerdem habe ich mit einem Lötkolben diese Steinoptik hineingebrannt und die Position der Karten etwas mehr hervorgehoben. Wie ihr eben sehen konntet, habe ich auf der rechten Seite der Unterlage etwas Material entfernt. Das stellt dann später den Ablagestapel dar. Die Deckablage besteht aus einer Mischung aus zurechtgeschnitztem Bauschaum und 4 mm starkem Moosgummi. Für die Preiskartenablage und die Stadionkarte habe ich mehrere Schichten Moosgummi aufeinander geklebt und dazwischen immer so kleine Öffnungen gelassen, dass man die Karten auch einfach hineinschieben kann. Mit einem Teppichmesser habe ich dann noch dafür gesorgt, dass das Ganze eine, gewisse Steinoptik erhält. Ich habe also hier und da immer ein bisschen Material weggeschnitzt und später füge ich wieder Material hinzu. Aber dazu kommen wir noch. Fast hätte ich es vergessen zu erwähnen, ich habe die gesamte Spielunterlage an den Außenrändern und an der Unterseite mit einer guten Schicht Pappkarton beklebt. Das gibt dem Ganzen noch mehr Stabilität. An die Außenseiten dieser Preiskartentreppe habe ich noch etwas Styrodur geklebt, wieder mit Heißkleber, und dann den Übergang von Preiskartentreppe zur Spielunterlage mit lufttrocknender Modelliermasse verschmiert. Also einfach, dass es keine sichtbaren Übergänge mehr gibt, sondern alles wirkt, als wäre es ein großer Stein. Die separaten Elemente habe ich wieder mit Heißkleber an der Spielunterlage befestigt. Den Rand des Ablagestapels habe ich wieder mit Bauschaum-Elementen oder einfach Resten beklebt und die Übergänge wieder mit lufttrocknender Modelliermasse verschlossen. Und damit der Innenraum des Ablagestapels ein bisschen schicker aussieht, habe ich die Wände mit ganz dünnem Karton verkleidet. Das Ganze hält auch wieder super mit Heißkleber. Das ist jetzt kein Ultra-Pro-Tipp, aber diese Modelliermasse lässt sich natürlich viel einfacher mit etwas Wasser am Finger verarbeiten. Und wenn ihr keine Lust auf Sauerei habt, zieht euch Handschuhe an. Wie ich vorhin schon erwähnte, habe ich dann etwas Modelliermasse in die tiefer liegenden Stellen gedrückt. Das wird dann unsere Basis für das geschmolzene Gestein oder glühende Gestein. Und nachdem ich hier und da noch ein paar Steine aufgeklebt habe, besonders vorne im Kampfbereich, natürlich bestehend aus zurechtgeschnitztem Styrodur, konnte ich die gesamte Spielfläche bis auf das glühende Gestein mit einer Mischung aus schwarzer Acrylfarbe und Bastelkleber grundieren. Das könnt ihr ruhig richtig großzügig auftragen, damit auch wirklich alles abgedeckt ist. Mit hellgrauer Tafelfarbe bin ich dann nochmal über die komplette Spielfläche, aber nur so, dass die Oberfläche
bepinselt wird. Die tiefer liegenden Stellen, diese eingebrannten Rillen und so weiter, die brauchen keine Farbe, nur die Oberfläche. Damit wir diesen Leuchteffekt erhalten, ist die Reihenfolge der Farbe schon ein bisschen entscheidend. Als Grundlage dient einfach eine gute Schicht weißer Acrylfarbe, die könnt ihr ganz vorsichtig mit einem Küchenschwamm verblenden, sodass die Ränder etwas übertreten. Nach dem Durchtrocknen tragt ihr einfach rote Acrylfarbe auf. Auch hier könnt ihr den Rand wieder so vertupfen halt, so ausbluten lassen oder verblenden. Und in die tiefer liegenden Stellen tragt ihr dann leuchtendes Orange auf. Und noch in die nasse orangene Farbe tupft ihr dann leuchtendes Gelb. Damit das Ganze noch etwas dramatischer aussieht, gebt ihr ganz wenig Farbe an einen sehr flachen Pinsel und bestreicht damit die Ecken und Kanten. Auch das Kampffeld habe ich mit denselben Farben nochmal betupft und später noch einmal die Kartenumrisse mit dem Lötkolben reingebrannt. Und mit weißer Acrylfarbe habe ich das Ganze dann noch mehr hervorgehoben. Für mehr Glanz und Leuchteffekt habe ich dann die Lava noch mit Acryl-Glanzlack bepinselt. Da könnt ihr ruhig richtig viel auftragen. Und im Prinzip war es das auch schon. Hier kommt das fertige Produkt. Hier ist die Pokémon Trading Card Game Spieleunterlage. Vielen Dank fürs Reinklicken und fürs bis zum Schluss dranbleiben. Ich hoffe, dieses Projekt hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und ihr fühlt euch jetzt mega inspiriert, denn ich fühle mich mega inspiriert. Ich werde noch weitere Varianten solcher Spielunterlagen basteln. Die nächste Version ist auch schon in Arbeit. Solltet ihr Fragen haben, einfach einen Kommentar hinterlassen oder bei Instagram oder Facebook schreiben. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.